Hola amigos, willkommen aus Peru. Nach unseren Abenteuern an der Küste sind wir relativ zügig zurück in die Berge gefahren. Genau genommen in die Inka-Hochburg Cusco. Einzig einen kleinen Abstecher zu den Nazca-Linien haben wir unternommen, welche uns aber ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig aus den Socken gehauen haben. In Cusco haben wir uns auf dem Campingplatz Quintalala etwas oberhalb des historischen Zentrums eingerichtet. Wir sind bewusst wieder einmal auf einen Campingplatz, weil wir einfach wieder mal andere Overlander treffen wollten. Seit wir in Kolumbien eingereist sind, haben wir nämlich praktisch niemanden getroffen. Und siehe da, der Campingplatz Quintalala ist ein wahrer Overland-Treffpunkt. Es tat richtig gut, wieder mal mit Gleichgesinnten zu sprechen und sich auszutauschen. Cusco ist eine enorm touristische Stadt, aber auch wunderschön. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall und man kann problemlos mehrere Tage in diesem wunderschönen Kolonialstädtchen verweilen. Tolle Restaurants, gute Pisco Sours, selbstverständlich auch. Ein Riesenangebot an Massagen, Märkten. Die Stadt hat enorm viel zu bieten. Vom Campingplatz aus sind es nur 30 Minuten Fußmarsch bis ins historische Zentrum, was auch sehr praktisch ist. Runterlaufen ist easy. Wieder hochzukommen, ein bisschen anstrengender, aber ideal, um sich an die Höhe anzuklimatisieren, falls man da noch ein bisschen Trekking machen will. Uns hat Cusco extrem gut gefallen. Wir würden jederzeit wieder dorthin reisen und können es wirklich wärmstens empfehlen. Machu Picchu, die wohl bekannteste Sehenswürdigkeit Perus, wenn nicht sogar ganz Südamerikas. So bekannt, dass man sich die Frage stellen kann, wollen wir wirklich dorthin? Ich für meinen Teil konnte nicht Nein sagen, wenn ich schon mal in der Nähe bin. Sandro hingegen hat verzichtet. Also habe ich mir auf dem Camping einen jungen Österreicher geschnappt und gemeinsam haben wir das Abenteuer Machu Picchu in Angriff genommen. Und ich sage euch, schon nur die Anreise war ein Erlebnis. Die einfache, aber teure Variante wäre, in Cusco einfach in den Zug einzusteigen und hochzutucken. Wir haben uns natürlich für die günstige und aufwendige Methode entschieden. Ab Cusco sind wir 230 Kilometer lang mit dem Motorrad bis nach Hydroelectrica gefahren. Rund 6 Stunden haben wir für diese Strecke gebraucht, über den Salcantay-Pass, über 4400 Meter, zahlreiche Serpentinen, also der Traum jedes Motorradfahrers. Die Straße ist eigentlich in sehr gutem Zustand, bis auf die letzten 30 Kilometer hoch nach Hydroelectrica. Dort lassen Erdrutsche, Baustellen und sehr viel Staub. In dem kleinen Dorf angekommen, parkieren wir das Motorrad und laufen 11 Kilometer lang den Bahngleisen entlang in das Machu Picchu Pueblo Agua Calientes. Um 6 Uhr abends sind wir dort angekommen, werfen uns in den Ticketkampf.
1 Stunde lang Schlange stehen, um das begehrte Ticket für den nächsten Tag zu ergattern. Dann noch Busticket, nochmal Schlange stehen und abends um 7:30 waren wir todmüde ins Bett gefallen. Es gibt verschiedene Angebote, um Machu Picchu zu besuchen. Wir haben uns für den Circuit Nummer 4 entschieden und das hat sich definitiv gelohnt. Während nämlich 4000 Touristen täglich die komplette Anlage besichtigen dürfen, sind es nur 300, welche den Huayna Picchu besteigen dürfen. Morgens um 7 sind wir also dort hochgeklettert und waren praktisch alleine. Der Aufstieg ist ein bisschen abenteuerlich über die schmalen Treppen, aber die Aussicht von da oben auf die Anlage runter ist wirklich ein Spektakel. Als wir dann wieder runtergekommen sind, ja, da haben wir dann die anderen 4000 Touristen angetroffen und auch relativ schnell mal genug gehabt. Wir sind mit dem Bus also wieder runtergefahren, die 11 Kilometer zurückgewandert zum Motorrad und dann wieder 6 bis 7 Stunden zurück nach Cusco gefahren. Diesmal war die Fahrt nicht mehr ganz so toll, weil es erstens dunkel wurde und in der Dunkelheit fahren auf einem Motorrad nicht schön und zweitens hat es angefangen zu regnen, also erneut der Traum jedes Motorradfahrers. Für mich hat sich der Besuch von Machu Picchu gelohnt. Es war definitiv ein spezielles Gefühl, dort zu stehen, wenn auch das Ganze rundherum mit den Tausenden von Touristen ja, dem Ganzen doch ein wenig das spezielle Flair wegnehmen. Von Cusco aus sind wir ins Sacred Valley gefahren, dem Tal, welches zum Machu Picchu führt, aber auch zahlreiche weitere Inka-Stätten beheimatet. Wir entscheiden uns für das gemütliche kleine Dorf Pisac, welches auch ein bisschen Hippie-Flair hat. Die Ruinen von Pisac gehören zu den bedeutendsten aus der Inka-Zeit und ich sage euch, es war ein Traum. Rund 4 Stunden klettern wir vom Dorf auf den Berg hinauf und wieder zurück, vorbei an zahlreichen Städten, alle wirklich sehr beeindruckend. Und das Beste, wir waren den ganzen Vormittag praktisch allein. Selbst wenn optisch vielleicht nicht ganz so spektakulär wie Machu Picchu, das Ambiente, die Einsamkeit und die Szenerie machen Pisac definitiv zu einem speziellen Erlebnis. Für mich, ehrlich gesagt, noch fast ein wenig mystischer als Machu Picchu. Pushing my emotions, all these pictures in my head have got a reason not to tell you. I will let you guess instead. Seeing light in your eyes and the sun in your smile.
let's just sit and talk for a while. Seeing colors and flowers on the edge, and I try to catch myself, but I'm too far ahead now. El lugar a Ollantaytambo, una es por Chinchero y otra es por Pisa. Está en el otro extremo. Can you break? Is it safe? Can you hold? Run my way. Can you wait? Can you stay? Can you stop talking this way? All these pieces that are long gone, leaving memories that are so strong. In the meanwhile, I'll just keep it to myself. Letting it all get to me, but oh, I've got to say I've never had as many trouble finding ways to get away. Seeing peace in your eyes and despair in your smile. Let's just sit and stare for a while. Als Alternative zum touristischen Rainbow Mountain besuchen wir den Palcoyo Mountain. Die 30 Kilometer lange Anfahrt hat es in sich, über Stock und Stein immer weiter den Berg hinauf, doch schon dort landschaftlich wunderschön. Als wir dann aber auf knapp 5000 Meter über Meer ankommen, da verschlägt es uns wirklich fast die Sprache. Ohne zu übertreiben, war das wirklich einer der schönsten Landschaften, welche wir überhaupt jemals gesehen haben. Als hätte jemand mit einem Pinsel die komplette Bergkette angemalt. Das Schöne ist, nachmittags hat man den Platz wirklich für sich allein. Die Touristenbusse, welche die Region leider langsam auch erblickt haben, die sind nämlich alle um die Mittagszeit wieder unterwegs, zurück nach Cusco. Geschlafen haben wir dann ein Stück weiter unten, weil auf 5000 Meter macht Übernachten nicht so viel Spaß. Und dort hatten wir wirklich eine traumhafte Szenerie zwischen Hunderten, wenn nicht Tausenden von Alpakas und eine herrliche Aussicht auf die Berge. Das Spannende ist, dass die Region übrigens erst 2013 entdeckt wurde, weil die Berge vorher von Gletschern bedeckt waren. Eine geht noch, haben wir uns gesagt. Die abgelegene Stätte von Huacra Pucara soll unsere letzte Reise in die Welt der Inkas sein. Eine schmale Piste führt ab dem kleinen Dorf Sangarara hinauf auf den Berg, leider zu schmal für uns. Die Kurven sind abschüssig und sogar wir mit unserem kurzen Radstand müssen umsetzen, so dass wir es lassen und an einem Pullout mit Top-Aussicht entlang der Straße erstmal übernachten. Gleich daneben liegt das Kartoffelfeld von Edgar und seiner Familie. Dieser schenkt uns einen ganzen Sack voller Kartoffeln. Der Menüplan für die nächsten Wochen steht also fest.
Es ist unglaublich, wie Menschen, die selber nicht viel haben, trotzdem immer noch so großzügig geben. Wir besuchen ihn später auf dem Kartoffelfeld, wo seine Frau uns sehr herzlich begrüßt. Die 2 kleinsten Kinder allerdings eher skeptisch sind und sich hinter Mamas Beinen verstecken. Am kommenden Tag packen wir unsere Rucksäcke, um die Inka-Ruine mit einer 2-Tageswanderung zu besichtigen. Weit kommen wir allerdings nicht, weil uns Edgar warnt, dass wir hier das Fahrzeug nicht stehen lassen sollten. Stattdessen verbringen wir den ganzen Tag bei Edgar und seiner Familie, 5 Kinder, die mittlerweile dabei sind, und helfen bei der Kartoffelernte. Edgar hat etwas Spezielles für uns vorbereitet. Er möchte uns nämlich das Inka-Ritual Pachamanca näherbringen. Der traditionelle Erdofen aus der Inka-Zeit, welches man besser in Gesellschaft genießt als alleine. Für den Erdofen wird ein großes Loch in die Erde gegraben, Steine reinplatziert und dann Feuer gemacht. Wenn das Ganze eine gewisse Temperatur erreicht hat, kommt die Asche raus, Kartoffeln rein und das Ganze wird mit der Erde zugeschüttet. Rund 40 Minuten warten wir, bis die Kartoffeln bereit zum Verzehr sind und dann wird das Ganze wieder ausgebuddelt und ja, die Kartoffeln werden genossen. Mit ein wenig Salat, selbst hergestelltem Käse und einer leckeren, pikanten Soße. Ein spezielles Ritual, das man in ein paar wenigen Restaurants zelebrieren kann, aber das so zu erleben mit der Feldarbeit und der Familie, das war doch für uns ein sehr spezielles Erlebnis. Und ich glaube, nicht nur für uns, sondern auch für Edgar und seine Familie. Auf jeden Fall sind wir nach 3 Tagen wieder abgereist und praktisch als Fremde gekommen und als Freunde wieder gegangen. Die Kleinen haben uns nämlich dann schlussendlich alle umarmt, sind um die Beine gefallen. Papa hat gemeint, ich will nicht, dass ihr geht. Also war wirklich eine wunderschöne Geschichte, die wir dort erleben durften. Zu den Ruinen übrigens sind wir dann doch noch gefahren. Und zwar mit einem Taxi, welches uns Edgar bestellt hat. Der hat uns hochchauffiert, war aber immer noch eine anstrengende Wanderung von 23 Kilometer und 800 Höhenmeter. Auf 5000 Meter Höhe war das anstrengend genug. Die Ruine war spektakulär und ja, definitiv auch ein tolles Erlebnis. Tell me where you going with my heart. I say where you going, where you going, where you going with my heart. I said, where you going with my heart? I still believe in us. Tell me where you going with my heart? I said, where you going? I said, where you going? Where you going with my heart? I said, where you going? I said, where you going? Where you going with my heart? I said, where you going? I said, where you going? Where you going with my heart? I said, where you going? I said, where you going? Where you going with my heart? Das war's jetzt erstmal aus der Welt der Inkas.
Wir melden uns beim nächsten Mal wieder und zwar unter anderem mit dieser spektakulären Kulisse. Bis dahin, hasta luego!